Moin Moin, heute werde ich euch mal zeigen, wie ich bei meiner E-Zigarette die Verdampfereinheit richtig reinige und das Ganze machen wir mit dem 70%igen Isopropanol von Voldoclean. Wir reinigen hier zwar einen Selbstwickler, aber zu den Fertigcoils, da werde ich gleich auch nochmal was zu sagen. Jetzt werden wir erstmal den Akkuträger vom Verdampfer trennen und die Kontaktflächen reinigen. Denn wie man sehen kann, setzt sich hier auch schon einiges ab und das kann nie schaden, wenn man das zwischendurch auch mal sauber macht. Jetzt schraube ich meinen Verdampfer auf einen Halter, nehme die Watte raus und die Coil und zerlege das Ding schon mal in seine Einzelteile. Ich würde euch empfehlen, nur Glas- und unlackierte Metallteile mit dem Isopropanol zu behandeln. Dichtringe und Kunststoffe, die würde ich separat reinigen, denn oft ist hier unklar, wie die Zusammensetzung der Stoffe ist und ob das mit Isopropanol in Verbindung gebracht werden darf. Die abgebauten Teile, die lege ich in eine Schüssel und da kommt gleich das Isopropanol hinzu. Wenn euer Verdampfer jetzt sehr stark verdreckt sein sollte, dann lasst ihr diese Teile am besten 2-3 Stunden in dem Bad liegen und fangt dann erst mit der Reinigung an. Bei dem Flashy Vapor Verdampfer, den ich hier benutze, das ist einer von ganz wenigen, da dürft ihr die Base nicht in Flüssigkeit einlegen. Und warum das so ist, das werde ich euch gleich zeigen. Auch wenn ich das in diesem Video jetzt nicht mache, solltet ihr allerdings bei der Reinigung mit Isopropanol immer Schutzhandschuhe tragen und eine Schutzbrille. Außerdem sollte der Raum immer ausreichend gelüftet werden, es darf nicht in der Nähe von Zündquellen verwendet werden und ihr solltet während und unmittelbar nach der Anwendung nicht rauchen. Wenn wir unsere Teile nun in der Schüssel haben, dann fügen wir Isopropanol hinzu, ungefähr so viel, dass alle Teile bedeckt sind. Für die Reinigung hier habe ich meinen Verdampfer extra ein paar Wochen jetzt mal nicht gereinigt, damit man richtig schön sehen kann, was das bringt. Und gerade hier bei der Verdampferkammer ist das auch ganz gut zu sehen, dass das Ding lange nicht gereinigt worden ist. Und für diese Teile habe ich mir hier einen runden Malerpinsel genommen, den habe ich etwas gekürzt und dann kann ich richtig schön sauber machen da drin. Den tauche ich immer wieder in das Isopropanol und drehe den in der Kammer hin und her. Dann natürlich auch außen das Gewinde und das Gehäuse und nach 1-2 Minuten ist das Ding auch schon richtig sauber geworden. Und oben nochmal der direkte Vergleich zu vorher, da kann man auch nicht meckern, oder? Und so reinige ich jetzt die ganzen Teile erstmal mit diesem Pinsel. Und wenn ihr jetzt wie am Anfang erwähnt einen Fertigcoil habt und den etwas auffrischen wollt, den legt ihr in ausreichend Isopropanol ein und lasst den 24 Stunden einwirken. Am nächsten Tag spült ihr das Teil dann einmal gründlich mit Wasser aus und lasst ihn dann auf der Heizung liegen, bis er wirklich trocken ist. Und hier seht ihr jetzt mal die Base, die ist auch richtig versifft und die dürfen wir wie gesagt nicht in die Flüssigkeit einlegen, die müssen wir speziell reinigen. Und das hat den einfachen Grund, weil diese Teile miteinander verschraubt sind. Wenn ihr das nun in Flüssigkeit einlegen würdet, kann das durchaus passieren, dass hier in den Spalten Flüssigkeit eindringt und sich im Innenraum sammelt. Und dort kommt es dann auch nicht mehr raus und das darf nicht passieren. Also halten wir die Base jetzt bei der Reinigung auch immer so, dass die Flüssigkeit runter in die Schüssel laufen kann und somit auch nicht in die erwähnten Öffnungen kommt. Und diese Grundreinigung von dem Verdampfer, das würde ich auch alle 2 bis 4 Wochen einmal machen, denn je länger man wartet, desto schwieriger wird es auch, den nachher zu reinigen. Wenn ich die Base jetzt gereinigt habe, dann tupfe ich das alles nochmal mit einem Tuch ab, dass auch alle Flüssigkeiten entfernt sind. Und auch hier blende ich euch nochmal ein, wie es vorher ausgesehen hat. Also auch hier wieder richtig schön sauber geworden. Und wenn ihr wissen wollt, was man noch so mit Isopropanol reinigen kann oder mit anderen nützlichen Mitteln im Haushalt, dann lasst uns doch ein Abo da, drückt auf die Alarmglocke und beim nächsten Video seid ihr mit am Start. Und für die Reinigung der Hülsen, Röhrchen und Löcher habe ich hier eine echt coole Bürste gefunden und die war eigentlich mal für einen Kaffeeautomaten gedacht. Aber weil hier eine große und eine kleine Bürste mit dran ist, kommt man wirklich in alle Öffnungen beim Verdampfer rein. Und das Isopropanol und die ganzen Artikel, die ich hier bei der Reinigung für sinnvoll halte, die werde ich euch unten mal in die Beschreibung verlinken. Und jetzt reinige ich die ganzen Teile mit diesem Pinsel nochmal durch, wo ich mit dem großen Pinsel halt nicht hingekommen bin. Und warum ich hier das 70%ige Isopropanol benutze und nicht 99,9%, das hat den Grund, weil der Anteil von dem Isopropanol hier völlig ausreichend ist, um den ganzen Dreck zu lösen und hat den Vorteil, dass der Wasseranteil den Dreck dann schön aufnehmen kann danach. Und hier könnt ihr jetzt nochmal schön sehen, wie man mit dieser kleinen Bürste selbst in diese kleinen Öffnungen reinkommt. Und wenn ich jetzt alle schon in dieser Lösung drin liegen habe, dann mache ich selbst diese kleinen Schrauben nochmal sauber. Da ist ja auch Dreck dran, also warum soll man das nicht mit sauber machen? Wenn ich jetzt mit dieser Reinigung der Teile fertig bin, dann nehme ich mir einmal die Dichtungsringe und mache die einmal mit Küchenrolle sauber. Und die Teile, die wir mit dem Isopropanol gereinigt haben, die wischen wir auch nochmal mit Küchenrolle ab und danach legen wir das auf die Heizung und lassen das einmal richtig schön durchtrocknen. Und die Röhrchen und Gewindelöcher, die mache ich hier mit so einem Blasebalg sauber. Das ist eigentlich für Objektive gedacht, um den Staub darunter zu pusten. Ansonsten könnt ihr auch die Küchenrolle nehmen und die vorne spitz zusammendrehen, da kommt ihr eigentlich auch überall mit rein. Hauptsache ihr wischt einmal überall rüber und sorgt dafür, dass nirgendwo eine Flüssigkeitsansammlung bleibt. Und dann legt ihr das wie gesagt auf die Heizung und lasst das alles so lange liegen, bis das auch alles schön trocken ist.
Die Dichtung schmiere ich dann mit Base oder mit lebensmittelsicherem Silikon ein. Diese dichten dann besser ab und der Zusammenbau ist dann auch wesentlich einfacher. Und gerade dann, wenn man die Verdampferkammer auf die Base drücken will, macht sich das schon bemerkbar, wenn diese Dichtungen halt nicht so trocken sind. Wenn ich die Dichtung jetzt angebracht habe, dann nehme ich mir einmal den Halter und mache den auch nochmal sauber, weil wenn schon, denn schon. Und dann baue ich meinen Verdampfer darauf, dass ich den gleich wickeln kann und die anderen Teile baue ich jetzt schon mal zusammen. Und wenn wir die Trocknungszeit jetzt mal weglassen, dann hat diese Reinigung jetzt vielleicht 20 Minuten maximal gedauert. Und diese Zeit sollte man auch wirklich investieren, weil man pflegt nicht nur seine Dampfe damit, sondern man verhindert auch, dass die alten Reste sich mit dem neuen frischen Liquid verbinden können und den Geschmack negativ beeinflussen. Und genauso, wenn ihr die Watte mal wechselt oder das Liquid, dann nehmt ihr euch einen Q-Tip mit Isopropanol und macht die Base schön sauber, dann vermischt sich da auch nichts mehr mit dem alten Liquid und den Tank, den spült ihr einmal normal mit Wasser aus. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, wir antworten dann. Und da ich nun alles gereinigt, gewickelt und aufgefüllt habe, muss ich das natürlich auch mal testen. Und jetzt nochmal ein kleiner Tipp zum Schluss. Da wir ja eh schon mit dem Isopropanol arbeiten, können wir natürlich auch unser Werkzeug, was wir benutzt haben, damit sauber machen und vielleicht noch andere Sachen, die dreckig sind. Und jetzt bedanke ich mich, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.